Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Also, habt ihr reife Bananen zu Hause und wisst nicht, was damit zu tun ist? Dann bleibt dabei und wir werden zusammen ein leckeres Rezept zaubern. Dafür brauchen wir folgende Zutaten: Haferflocken, Buttermilch, reife Bananen, Natronpulver, Salz, Essig und wir werden nachher auch Sonnenblumenöl zum Anbraten brauchen. Wir legen sofort los. Wir brauchen eine Schüssel, wo alle Zutaten reingemacht werden. So, dann habe ich meine Schüssel hier. Jetzt gebe ich als erstes die Haferflocken rein. Dann brauchen wir eine Prise Salz. So, als nächstes zermatschen wir erstmal die Bananen. Dafür brauche ich eine Gabel. Man kann das auch mit dem Stabmixer machen. Schön fein zermatschen. So, die schöne Banane, die nimmt man immer als Zuckerersatz und das klappt richtig gut, ist gesund. Ich habe übrigens seit 2 Jahren etwa verzichte ich auf Zucker in Gebäck oder in meinen Tee. Und dafür nehme ich die Banane immer. So. Und schon haben wir eine super Konsistenz an Bananenfleisch. Bananenpüree haben wir jetzt. So. Und jetzt geben wir das zu den Haferflocken rein. Ich werde jetzt die zermatschte Bananen mit den Haferflocken vermengen. Dann brauchen wir noch Natronpulver und Essig. Da wird Pulver mit Essig gelöscht. Man merkt, was für eine Reaktion hier es sich ergibt. Und als letztes kommt dann die Buttermilch rein. So. Gut vermengen. Dafür reicht die Gabel. Dann lassen wir den Haferteig ruhen für etwa 10 bis 15 Minuten. Ich habe den Haferteig jetzt 15 Minuten ruhen lassen und nun werden wir die Pfannkuchen braten. Diejenigen, die den Teig feiner haben möchten, können mit dem Stabmixer dann feiner machen. Ich mag, wenn beim Beißen so die Haferflocken noch so zu spüren sind. Also jetzt brauche ich mein Herd hier und eine Pfanne. Gebe ich auch Sonnenblumenöl in die Pfanne rein und lasse das Öl erhitzen.
Wenn das Öl heiß ist, dann werde ich mit einem Löffel die Pancakes in die Pfanne geben. Mit einem Löffel schön formen. Wow, das duftet so lecker nach Banane, nach Hafer. Nun werden sie gedreht. Die Haferflocken Pfannkuchen sind jetzt richtig schön goldbraun auf beide Seiten geworden. Ich nehme sie raus und die kommen auf einen Teller mit Papier verlegt, sodass das ganze Fett da von dem Papier gesaugt wird. Und so machen wir jetzt weiter. Guckt euch das an, ne? Die Form ist vielleicht nicht perfekt, weil das alles selbst gemacht ist, aber das Wichtigste ist, dass die gesund sind und lecker, die schmecken. Also nicht nach der Form gucken, sondern nach Geschmack und die Konsistenz. Schaut euch das an. Wie toll von innen aussieht. Und schmeckt tut das auch. Et voilà, die leckeren Haferflocken Pfannkuchen sind jetzt fertig zum Servieren. Es duftet wunderbar, ihr Lieben, habt gesehen. Ohne Zucker, ohne Mehl, einfach gesund, lecker und empfehlenswert. Perfekt zum Frühstück, aber auch so als Dessert. Ich werde gleich noch mit meiner selbstgemachten Marmelade servieren. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit mir gehabt und wir sehen uns bei dem nächsten Video. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi! Ich habe hier meine selbstgemachte Himbeermarmelade. Ja, ich werde es für euch verlinken. Guckt euch das an. Wunderbar lecker.